Ich habe hier die FlySky FS ST8 Funke. Das ist die Nachfolgefunke von der alten FlySky FS i6X. Die ist einfach moderner, hat größeren Speicher, schnellere CPU, aber in der Grundausstattung ist sie so ziemlich ähnlich. Hat auch 4 Schalter, Einfachschalter, Einfachschalter, Einfachschalter und Zweifachschalter und 2 POTI. Was sich wesentlich geändert hat, FlySky ist jetzt auf ein neues Protokoll umgestiegen, auf den Endprotokoll. Und früher war alles mit dem AF HDS 2A und die unterstützt das alte Protokoll nicht mehr. Hier fliegt man nur mit den neuen Empfängern. Es gibt einmal den hier, der in dem Lieferumfang dabei ist. Das ist der FSSR 8. Also 8 bedeutet mit 8 Kanälen für 8 Servos. Ich kann den aber auch hier oben, wo Servo steht, als I-Bus, PWM oder S-Bus nutzen. Und dabei liegt noch so ein Kabel. Und das Kabel ist dafür da, um die Batteriespannung zu messen. Der wird hier, wo VCC steht, eingesteckt. Und hiermit kann ich dann das an eine Batterie anschließen und so die Spannung von dem Flugzeug, von dem Hubschrauber oder von einem Quadcopter überwachen. Alternativ zu dem großen Empfänger gibt es noch so einen kleinen seriellen Empfänger, der sich sehr gut für kleine Drohnen eignet. Das ist der FS SRM Empfänger mit einem I-Bus-Anschluss. Die Funke ST8 gibt es in 2 Versionen. Das ist die Standardversion. Es gibt noch eine Upgraded-Version, die hinten noch zusätzlich einen Halter für externen Sendemodul hat. Und zusätzlich gibt es hier 2 Druckschalter. Aber das externe Modul unterstützt nur FlySky-Module. Also man kann jetzt hier nicht zum Beispiel Express LRS oder Crossfire nutzen. Somit lohnt sich diese upgraded Version nicht wirklich. Die Stromversorgung erfolgt über 4 AA-Batterien oder wie hier kann man auch einen 2S-Akku verwenden mit den normalen JST-Stecker. Mit den AA-Batterien kann man ca. 10 Stunden die Funke nutzen. Ich mache die mal an. Ich habe hier so eine LED-Beleuchtung. Hier ein Halter für einen Trageriemen. Das sind normale Knüppel, die sind schön transparent. So ähnlich wie bei der Vorgängerversion. Hier vorne sind die Trimschalter. Vorwärts, rückwärts. Und hier habe ich einen USB-Anschluss für Firmware-Update. Oder man kann die ganzen Einstellungen mit dem Assistenten am Windows-Computer bearbeiten. Die Antenne befindet sich hier oben. Das Teil ist aber auch so schön praktisch, um es in der Hand festzuhalten. Die ganze Funke ist gut ergonomisch aufgebaut, in einem schönen Design. Im Lieferumfang ist der FlySky SR8 dabei. Der ist bereits gebunden, das heißt, ich kann den direkt an eine 5 Volt Spannung anschließen. Die LED leuchtet dauerhaft, wenn es verbunden ist. Der Empfänger überträgt Telemetriedaten wie die Signalstärke und die Spannung, die hier anliegt, 5 Volt. Und zusätzlich kann man die Spannung von einem Akku von dem Modell überwachen. Hierzu gibt es so ein Kabel, den man an den BDV-Anschluss steckt. Und hier kann man den jetzt hier auswählen. Da sieht man 7,6 Volt liegen hier an. Das sind 2S. Akku angeschlossen. Ziehe ich den ab, dann ist es 0. Ich kann genauso die Spannung auf die Hauptseite übertragen, indem ich zum Beispiel diesen Sensor deaktiviere und den Sensor mit der Akkuspannung aktiviere. Also kann ich hier die Spannung von dem Akku überwachen. Das ist der Timer. Timer kann ich so einstellen, dass er zum Beispiel beim Gas ab 14% losgeht. Und kann hier Alarm setzen, dass er zum Beispiel nach 5 Minuten Alarm losgeht. Das heißt, wenn ich losfliege, fängt er an zu zählen. Dann fliege ich die ganze Zeit. Jede volle Minute ertönt ein kurzer Pieps. Und ab 5 Minuten höre ich den Alarm. Die Funke unterstützt außer Flugzeugen alle anderen möglichen ferngesteuerte Geräte wie Quadcopter, Bagger, Roboter, Hubschrauber, Boote, Autos.
Für die Modelle habe ich 20 Speicher. Das heißt, ich kann hier 20 Modelle anlegen. Gehe ich mal ins Menü. Kann ich hier die aktuellen Modelleinstellungen ändern. Ich habe hier die Einstellungen der Funker. Ich kann hier verschiedene Modis einstellen. M2 ist die voreingestellte. Gas auf der linken Seite. Die Funker ist eigentlich nur in der englischen Sprache verfügbar oder Chinesisch. Die Farben hier von den LEDs kann man ja ändern. Man kann die Firmware aktualisieren über ein USB-Kabel. Und jetzt kann ich die Einstellungen von dem Empfänger definieren. Und hier habe ich die Möglichkeiten, dann PWM für die 8 Servers zu nutzen. Oder hier oben an der Stelle, wo Server steht, kann ich den eBus nutzen, um zum Beispiel das Ganze an einem Flugcontroller anzuschließen. Man kann Failsafe setzen. Das heißt, Kanal 3 ist mein Gashebel. Das sind alle verfügbare Sensoren, die ich hier habe. Unter anderem die Spannung vom Akku, die ich hier anschließen kann. Und dann Signalleistung, RSSI. Und man könnte an dem Anschluss für Sensor einen GPS-Sensor anschließen. Und hier gibt es Einstellungen für den GPS-Sensor. Dann gibt es noch den Monitor, wie hier Kanal 1. 2. Genauso für die Schalter, die sind aber jetzt gerade nicht zugeordnet. Die muss man nämlich zuordnen. Das erfolgt hier bei AUX Channel und hier kann man nämlich zum Beispiel den SWA zuordnen. Auf dem nächsten Kanal SWB, SWC und auf dem 8. Kanal zum Beispiel diesen Variablen POTI VRA. Und so habe ich auch meine Schalter belegt. Kann das jetzt unter Monitor mal testen. Kanal 5, Kanal 6, Kanal 7 und mein POTI, der Kanal 8. Hier kann ich noch die Kanäle invertieren, die Endpunkte der Kanäle setzen. Und dann gibt es noch den Mixer, den braucht man eigentlich nicht, aber hier kann man die Kanäle mischen. Das Binden erfolgt recht einfach. Auf dem Empfänger drückt man den Bind-Knopf, steckt man den Empfänger an die Spannung, der Empfänger blinkt. Beim Einschalten halte ich die Menütaste fest und drücke den Einschaltknopf und er wird verbunden. Um mal zu testen, ob der Server überhaupt funktioniert, kann ich hier so ein 1:16 Auto nehmen. Hier vorne befindet sich ein Server für die Lenkung. Ich stecke den Server an Kanal 1. Das Kabel mit der Batteriespannung setze ich hier wieder an die Spannungsüberwachung. Und jetzt kann ich mal testen, ob sich auf Kanal 1 die Lenkung bewegt. Und es funktioniert. Die FlySky-Funker ST8 ist guter Einsteigerfunker, gerade für Flugzeuge, weil man so einen 8-Kanal-Empfänger dazu bekommt. Die Funker mit dem Empfänger kostet ungefähr unter 80 € bei Banggood, sogar aus dem EU-Lager in Tschechien. Fliegt man außer Flugzeugen auch noch Quadcopter. So ist das auch mit der Funker möglich, indem man den kleinen SRM-Empfänger nutzt, der wunderbar auf eine kleine Drohne passt. Vielleicht ist die einfache Funker was für dich, wenn dich andere Systeme wie Express, LRS überfordern.